Ein weiteres Element, das in manchen Kursen genutzt wird, ist der Terminplaner. Der Terminplaner wird über ein Kalenderblatt repräsentiert. Der Terminplaner kann sehr gut für die Organisation von Sprechstunden aller Art genutzt werden. Er dient aber auch beispielsweise für die Eintragung bei Klausureinsichten, wenn es nur eine begrenzte Anzahl Personen pro Zeit geben kann. In unserem Beispielkurs haben wir auch zwei Terminplaner mit dem Namen Terminbuchung und Terminbuchung mit Begründung. Klicken wir die Terminbuchung einmal an. Oben sehen wir die Beschreibung. Die Beschreibung ist in diesem Falle sehr kurz gehalten, wird je nach Aktivität aber mehr oder weniger ausführlich ausfallen. Die Nutzung des Planers ist eigentlich extrem einfach. Wenn wir ein Stückchen runterscrollen, sehen wir hier die verfügbaren Zeitfenster, also die Termine, die wir buchen können für einen Termin. Für jeden Beitrag sehen wir dabei folgende Angaben. Zunächst mal das Datum, den Start- und Endzeitpunkt und damit indirekt auch die Dauer, den Ort, einen möglichen Kommentar, unter Trainerin die Angabe, wer ist mein Ansprechpartner, das wird meist eine Tutorin oder Dozentin oder ähnliches sein. Die Angabe, ob es sich um einen Gruppentermin handelt. Bei Nein ist es ein Einzeltermin. Wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir, es gibt auch Gruppentermine. Hier steht dann beschränkt. Und die Angabe, wie viele Personen hier noch Platz haben. Also in diesem Termin sind noch 5 von 6 Plätzen frei. Und ganz hinten Zeitfenster buchen. Darüber können wir direkt einen Termin buchen. Das mache ich einfach direkt für den ersten Termin. Ich klicke hier auf Zeitfenster buchen und sehe nun anschließend meine Bestätigung. Bei aktuelle Zeitfenster steht mein Termin. Montag, 17. August, 10 bis 10:30 Uhr, also Datum und Uhrzeit. Ansprechpartner, Ort, keine Kommentare und die Information, dass ich die Buchung abbrechen kann über Klicken auf den Button, sowie dass die Eintragung erfolgreich war und je nach Einstellung, dass ich nun keine weiteren Termine buchen kann. Das ist nicht ganz korrekt. Ich kann so lange keine weiteren Termine buchen in dem Planer, bis meine Teilnahme an den Termin bestätigt wurde oder ich die Buchung abgebrochen habe. In manchen Kursen darf man auch beliebig viele Termine buchen. Das ist allerdings eher unüblich, weil man sich dann dem Risiko aussetzt, dass jemand einfach vorsorglich 10 Termine bucht und nachher zu keinem davon beispielsweise erscheint, die Termine aber blockiert für andere. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, montags vormittags passt mir eigentlich doch nicht. Ich breche diese Buchung hier entsprechend ab und suche mir einen anderen Termin. Zum Beispiel wäre für mich der Donnerstag um 10 Uhr vielleicht ganz gut. Kleinen Moment, ich schaue mal in meinem normalen Kalender. So, mein normaler Kalender hat bestätigt, Donnerstag 10 Uhr wäre eigentlich sogar perfekter Termin. Also sage ich schnell Zeitfenster buchen. Ups, sehen Sie den Hinweis hier oben? Ich habe zu lange nachgedacht, jemand anders hat mir den Termin weggeschnappt. Das ist ja ärgerlich. Wer war das denn? Das wird mir nicht angezeigt, es geht mich nämlich gar nichts an aus Datenschutzgründen, wer mir den Termin weggeschnappt hat. Wir sehen hier nur, Donnerstag ist der erste mögliche Termin, jetzt 10:15 Uhr bis 10:30 Uhr. Der Termin um 10 Uhr ist weggefallen, weil jemand anders ihn bereits gebucht hat. Naja, dann nehme ich halt den 10:15 Uhr Termin, aber jetzt beeile ich mich auch mit dem Klicken, um ihn zu reservieren. Hat geklappt, also ich habe den 10:15 Uhr Termin. Ich sehe jetzt entsprechend hier bei mir den Termin und wenn jemand anders die Seite neu öffnet, sieht er den 10:15 bis 10:30 Uhr Termin nicht mehr, beziehungsweise wenn er oder sie versucht, diesen Termin zu buchen, falls die Seite vorher geöffnet wurde, bekommt die Person genau wie ich vorher die Mitteilung, geht nicht, hat schon jemand anders reserviert. Nach dem Termin können die verantwortlichen Anbieter markieren, dass ich an dem Termin teilgenommen habe und auch einen Kommentar hinterlassen. Das ist hier inzwischen passiert. Es gibt nun einen neuen Bereich wahrgenommene Zeitfenster. Hier ist mein Termin aufgeführt und hier steht ein kurzer Kommentar, danke für das Gespräch. Das heißt, mein Ansprechpartner hat markiert, ist anwesend gewesen. Ich kann einen weiteren Termin vereinbaren. Sie sehen hier unten Zeitfenster buchen, gibt es wieder. Es gibt keinen Hinweis, Sie können keinen weiteren Termin vereinbaren. Und ich habe einen Kommentar erhalten. Schauen wir uns nun die Gruppentermine an. Ich möchte unbedingt einen Beratungstermin mit meiner Gruppe machen und dem Veranstalter. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass ich nicht nur einen Termin buche, sondern auch einen Termin finde, an dem meine Gruppe Zeit hat. Wenn wir uns das näher ansehen, sehen wir, dass bei den Gruppenterminen überall steht beschränkt
und wie viele Plätze da sind. Noch 6 von 6 heißt, die sind alle noch komplett frei. Bei 4 von 6 sind 2 Plätze schon belegt. Bei 5 von 6 ist entsprechend eine Person schon belegt. Wenn wir auf das Dreieck, was nur bei den bereits teilweise gebuchten Terminen vorhanden ist, klicken, sehen wir, wer das gebucht hat. Okay, das war jetzt in dem Fall nicht die Person, mit der ich zusammen in der Gruppe bin. Das heißt, das ist nicht der von mir gewünschte Termin. Schauen wir mal hier. Da sind meine beiden Kumpel, zu denen ich gehöre und mit denen ich diesen Termin wahrnehmen möchte. Also klicke ich hier entsprechend auf Zeitfenster buchen. Und dann sehe ich hier bei meinen aktuellen Zeitfenstern den Termin, dass ich dabei bin, auch noch farblich hinterlegt. Und die beiden anderen, auch hier kann ich die Buchung abbrechen und bekomme bei entsprechender Konfiguration die Information, ich kann keine weiteren Termine buchen. Prinzipiell war es das eigentlich schon mit dem Planer. Es gibt aber noch eine Variante, die wir uns ansehen sollten. Dafür wechsle ich auf den anderen Planer in diesem Kurs, nämlich den Terminbuchung mit Begründung. Auf den ersten Blick sieht das Element eigentlich genauso aus wie vorher. Wir buchen einfach irgendeinen Termin, der uns passt. Dienstag 14 Uhr, klingt gut, den nehmen wir. Nun erscheint aber eine neue Seite. Hier wird uns der Termin angegeben, die Person, mit der wir reden und wo der Ort ist. Und es gibt eine Buchungsanweisung, die mir sagt, was ich tun muss. Ich muss nämlich eine Art Begründung schreiben bzw. angeben, was mein Anliegen ist, um den Termin vereinbaren zu können. Also ohne Angabe eines Grundes für das Gespräch kann ich hier keinen Termin buchen. Hier geht es konkret darum, ich soll sagen, welches Thema ich besprechen möchte, damit man sich entsprechend vorbereiten kann. Das wäre zum Beispiel bei einer Fachstudienberatung typisch, dass die Fachstudienberatung bittet, wenn Sie einen Termin buchen, schreiben Sie uns vorher kurz, worum es geht, und dann haben wir die Chance, Sie besser zu beraten. Also ich schreibe hier einen Grund rein, Anmeldetermin für FOP verpasst und sage dann Buchen bestätigen. Und nun ist die Buchung hier bestätigt. Ich sehe mein Datum, Uhrzeit, Ansprechpartner, Ort. Ich sehe die Information, dass es erfolgreich war und dass ich keine weiteren Termine buchen kann. Ich kann die Buchung abbrechen und ich kann sie bearbeiten. Das gibt es sonst nicht. Bearbeiten führt mich nur wieder zu einem Dialog zurück, wo ich meinen Grund gegebenenfalls überarbeiten kann und erneut speichern kann. Falls in dem Kurs unter den Seitenblöcken auch der Kalender aktiviert ist, finden Sie in dem Kalender auch Ihre Termine. Also wir haben einen Termin am 31. August über die normale Terminbuchung gebucht. Dann sehen wir hier, das ist ein Termin innerhalb dieses Kurses, Datum und Uhrzeit. Die Aktivität war die Terminbuchung mit der Beschreibung, hier können Sie einen Beratungstestaatstermin vereinbaren und der Kontext ist der Beispielkurs Moodle. Über zur Aktivität gehen käme ich direkt entsprechend zu dem Kurs. Der andere Termin war am 1. September. Hier sehen wir entsprechend, die Aktivität ist nun Terminbuchen mit Begründung und Beschreibung, Beispielkurs Moodle. Ich gehe hier jetzt beispielsweise mal auf zur Aktivität gehen und dann lande ich wieder genau in meinem Terminplaner. Gehen wir wieder zurück. Die andere Ansicht ist, im Kurs, wenn es denn angeboten wird, neben dem Kalender bei den aktuellen Terminen, wenn ich hier auf einen meiner Termine klicke, dann erscheint ein Pop-up, was mich darauf hinweist, was eigentlich genau die gleichen Informationen wie das Kalenderelement liefert. Also auch hier kann ich über zur Aktivität gehen, direkt zu der passenden Aktivität gehen. Ich kann den Kurs öffnen und kann auf meinen Kalendereintrag entsprechend passend zugreifen. Wenn ich mich im Kalender befinde, gehen wir nochmal in den Kalender, dann habe ich hier unten auch die Möglichkeit, den Kalender zu exportieren. Das machen wir gerade mal als Beispiel. Hier können Sie als erstes angeben, welche Termine exportiert werden sollen. Alle Termine, Termine nur auf einen Kursbereich, einen Kurs, eine Gruppe oder die persönlichen Termine bezogen. Ich nehme hier mal alle Termine. Und für welche Zeitdauer? Für diese Woche, diesen Monat, die letzten 60 und nächsten 60 Tage, also heute plus minus 2 Monate, oder einen von mir selber definierten Bereich.
Sagen wir mal, diese Woche normalerweise würden Sie einen größeren Bereich wählen. Und nun haben Sie zwei Optionen. Über Kalender-URL abfragen erhalten Sie hier unten eine URL, die Sie in Ihren Kalender eintragen können. Bitte alle Termine abonnieren unter dieser URL. Wie das geht, müssen Sie dem Handbuch Ihrer entsprechenden Kalender-App entnehmen. Oder Sie klicken hier auf Export. Dann wird eine ICS-Datei, also eine Kalenderdatei, heruntergeladen, die Sie dann mit Ihrem Kalender entsprechend öffnen können, um das in Ihren Kalender zu importieren. Wenn Sie das machen, bekommen Sie einen Dialog, der Sie darauf hinweist, dass das jetzt in den Kalender importiert wird. Sie bekommen hier unter macOS in diesem Fall beispielsweise die Frage, in welchen Kalender wollen Sie das denn eigentlich konkret importieren? Und wenn Sie auf OK klicken, dann werden die Termine einfach alle in Ihren normalen Systemkalender importiert, sodass Ihr Systemkalender Sie auch über diese Termine informieren kann. Im Zweifelsfall, wenn Sie nicht genau wissen, wie das mit dem Import geht, klicken Sie hier oben auf Wie abonniere ich diesen Kalender in einer Kalenderanwendung. Allerdings ist das Problem, dass dazu hier noch keine deutsche Dokumentation gibt. Dann müssen Sie noch einmal auf in den englischen Moodle Docs klicken und nochmal hier auf Using Calendar. Es ist sehr schlecht verlinkt momentan leider. Und dann bekommen Sie hier die Information bei Kalender Export, wie der Export funktioniert, und im Abschnitt Importing Moodle Calendar into other calendars, wie Sie das in die entsprechenden Kalender importieren können. Und das war es auch schon mit dem Terminplaner.